Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten und heute wieder frisch gepresste Themen für euch. Themen, die wir haben. Lufthansa 787 Bericht am Gate zusammen, zumindest das Buchfahrwerk. Alaska Airlines 50% Award Meilen Sale. Lufthansa 300.000 Meilen für 4.850 €. Dann geht es weiter mit Boston, die testen Remote Terminal, quasi 35 Kilometer weg vom Terminal, aber das kennen wir ja auch schon aus anderen Städten. Und Singapore Airlines sperrt Business-Class-Sitze für Nicht-Statusmitglieder. Das sind die Themen, frisch gepresst. Also schauen wir uns alle an. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich auch auf School zu kommen und zu diskutieren. Das erste Thema ist relativ heiß. Die Bilder, die man gesehen hat, zum Beispiel von der 787, wie das Bugfahrwerk kollabiert ist, sehen spektakulär aus. Das Flugzeug am Gate in Frankfurt hat mehrere verletzte Personen zurückgelassen, weil Gott sei Dank keine Passagiere an Bord waren, nur Crew, was schon schlimm genug ist. Und der Flug nach Los Angeles, das war die LH450, fällt aus. Das Flugzeug, Auslieferung Januar 2026, also quasi noch neu. Da gab es halt mehrere verletzte, Crew und Bodenpersonal auch betroffen, Triebwerk geschlagen, auf Boden auf. Und die Lufthansa hat einen Krisenstab eingerichtet. Der Flug wurde logischerweise gestrichen. Man kann jetzt sagen, Boeing wieder, aber nein. Man muss wissen, wenn ein Flugzeug am Boden ist, dann wird ein Pin vorne ins Bugfahrwerk reingesteckt, dass wenn jemand Gears Up und Down spielen möchte, dass das dann nicht den Vorgang auslöst oder wenn man an den Klappen oder sowas spielt, dass da irgendetwas gemacht wird. Heißt also, dieser Pin höchstwahrscheinlich, das ist alles jetzt Spekulation, ist entweder nicht gesetzt worden, was ich nicht glaube, oder hoffe, oder aber der Pin ist abgebrochen, kann auch passieren. Oder aber es gibt da wohl anscheinend zwei Löcher, wo der Pin reinpasst. Eines der Löcher ist nur das Richtige, aber da gibt es auch eine Anweisung von Boeing aus 2019, wo man den Pin reinsteckt. Andersrum, da wo man den Pin zwar reinstecken kann, aber der nicht gesteckt werden soll, da muss etwas drin sein, dass man den Pin nicht reinstecken kann. Also ich gehe mal davon aus, dass die Maschine, die 2026 ausgeliefert worden ist, das kann, also das hat den Pin. Die Maschine hörte, glaube ich, sogar auf den Namen, was war denn das? Ich habe den Namen vergessen. Ihr könnt es unten schreiben, wenn ihr den Namen kennt. Ja, Lufthansa-Sprecher sagt, Bugfahrwerk klappte unerwartet ein. Und ich würde vorsichtig sein, dass man jetzt wieder auf Boeing rumhaut und sagt, das war ein Qualitätsproblem oder ein Wartungsfehler. Also würde ich jetzt so sagen. Ich denke mal, dass die ausreichende Adressierung der Schwachstelle, wo die beiden Pins reinpassen, gemacht worden ist. Aber als Fazit kann man natürlich wirklich sagen, es ist ein kritischer Vorfall, der halt ein PR-Desaster ist. Zumal wenn man auf bildzeitung.de, also bild.de zum Beispiel, das sieht, wie die Maschine runterfällt. Und die Ursache entscheidet über die Tragweite. Wenn es menschliches Versagen war, schlimm genug. Wenn es wirklich ein technisches Problem war, dann hat Boeing wieder ein Thema. Ja, würdet ihr nach solchen Vorfällen bedenkenlos 787 fliegen? Oder sagt ihr, oh, nee. Man kann jetzt auch über die Qualität aus Charleston diskutieren, aber das ist ein Insider. Also insofern, ich denke, dass es am Ende auf menschliches Versagen rausläuft, weil alles andere sollte eigentlich idiotensicher sein. Also es würde mich wundern. Und dann würde ich auch, ich will nichts weiter spekulieren. Beim zweiten Thema geht es um Boston. Boston testet ein ausgelagertes Terminal. Jetzt sagt ihr 35 Kilometer weg, was soll denn der Quatsch? Nein, das haben wir doch schon in Wien am Bahnhof. Da kannst du am Bahnhof einschicken. Ich erinnere mich, das war in Deutschland ja auch so damals mit der Bahn. Da konntest du in Köln einchecken und dann wurde das mit dem Lufthansa Railjet hingebracht. Solche Sachen. Also insofern ist das schon eine lustige Idee. Da hat man halt den Standort in Framingham, das sind 35 Kilometer entfernt. Airlines wie Delta, Blue, JetBlue nutzen das. Security außerhalb des Flughafens, $9 pro Strecke, Parken $7, $30 am Airport. Busfahrt dauert ca. 30 Minuten. Ist halt ein zusätzliches Angebot, um die Leute vom Flughafen fernzuhalten, beziehungsweise dass man am Flughafen sich da lange anstellen muss. Und natürlich, die Security findet dort nicht statt. Die Security findet am Flughafen statt. Und ist natürlich
eine super Geschichte, wenn man weniger Chaos am Flughafen haben möchte. Habe ich in Abu Dhabi auch genutzt, den City-Check-In, fällt mir gerade ein, im Rotana, Beach Rotana gegenüber war der doch. Ist er immer noch da? Zum Beispiel von Etihad. Ja, wie findet ihr so etwas, wenn man so etwas einführen würde in Städten, zum Beispiel in München, dass man in der Innenstadt quasi da, wo auch der Bus abfährt, am Bahnhof schon eingechecken hätte können, zum Beispiel. Und vor allem, wie ist denn das mit Verkehr, wenn dann ein Unfall passiert, der Bus kommt nicht durch oder der Bus selber verunfallt? Also da muss man natürlich dann auch wissen, was da für Probleme sind. Und in den USA gibt es ja die Flat-Tire-Regelung, das heißt also in den USA ist das jetzt kein Thema, weil da wird man auch umgebucht. Das ist so, aber wie wäre es in Deutschland? Auch interessante Frage. Auf jeden Fall als Fazit sage ich hierzu, ist es ein spannendes Konzept, ganz klar. Operativ riskant, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber ich würde mir wünschen, dass man halt solche Sachen versucht zu machen, weil manche Flughäfen, die brechen ja auseinander, links, rechts und überhaupt. Also insofern die Frage des Tages konsequent, würdet ihr so ein Remote-Terminal überhaupt nutzen? Dann gehen wir zu Singapore Airlines. Beim nächsten Thema Singapore Airlines blockiert Sitze in der Business Class. Singapore Airlines beschränkt die Sitzplatzauswahl in der Business Class massiv, denn nur Premium-Kunden und teure Tickets erhalten Zugriff auf die besten Plätze. Die Änderung gilt ja schon seit dem 2. Juni. 50% der Business Class ist blockiert, nur PPS-Mitglieder oder teure Flex-Standard-Tickets kriegen da Zugang zu den Sitzen. Award-Tickets günstiger Tarife sind eingeschränkt. Es gibt auch keine klare Kommunikation beim Buchungsprozess. Und man sieht hier wieder, dass es geht nur um Pinker. Also es ist eine klare Monetarisierung. Ist klar, dass die Passagiere frustriert sind. Gerade Business Class erwartet man sowas nicht. Zwei-Klassensystem innerhalb der Business Class, ganz logisch. Und für uns aber als Statusjünger ist es natürlich geil, weil dadurch, wenn ich ein PPS-Mitglied bin oder sowas, habe ich natürlich wieder einen Vorteil. Ja, ist Business Class noch Premium für alle oder werden Award-Tickets zunehmend damit entwertet, weil man bei Award-Tickets mittlerweile anfängt, ja auch Gebühren zu nehmen und alles. Ist das akzeptabel für ein Business Class-Ticket als Frage des Tages? Ich kann als Fazit für mich nur sagen, klarer Trend, mehr Restriktion trotz der höheren Preise und Vielfliegerstatus wird in dem Fall zumindest wichtiger. Jetzt für alle, die Meilen brauchen, die Lufthansa-Meilen haben wollen, für 4.850 €, 300.000 Meilen, Smallbird, klar, wer soll es sonst sein, gibt 300.000 Meilen inklusive Status Benefits. Der Preis sind diese 4.850 Meilen, Euro für 300.000 Meilen, das sind 1,62 Cent pro Meile. Und Status gibt es auch. Jetzt fragt ihr, okay, welche Status hat ihr? Leider nicht bei Lufthansa, sondern nur bei Jumeirah. Da gibt es Gold, bei GHA gibt es Titanium, bei Six gibt es Platin-Status und die Aktion gilt bis zum 30. Juni. Auch hier sagt man wieder, Monetarisierung ist klar, Smallbird ist ja da ein alter Bekannter und damit werden Meilen weiter zu einer Ware, aber man muss halt diese Mitgliedschaft kaufen bei denen. Und die Frage ist der Preis gerechtfertigt? Ist es Smallbird eine Geschichte, die interessant ist? Da könnt ihr eure Meinung zu sagen. Ich hatte ja schon mal öfters gesagt, was ich davon halte. Und ich denke mal, das Fazit ist wirklich nur so, wenn man High-End Redemptions macht, dann ist das ein No-Brainer und gezielt das macht. Ansonsten ist es kein No-Brainer. Also nur wenn ihr einen Use Case habt, wo ihr Tickets zwischen teuren Städtepaaren nimmt oder sowas, dann macht es durchaus Sinn. Würdet ihr 4.850 € ausgeben für die Meilen. Und dann haben wir Alaska Airlines. Alaska Airlines hat eine Promotion 50% Award Sale. Alaska Airlines gibt das leider nur auf Economy Class Sitze, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, zu ausgewählten Zielen weltweit. Buchung ist bis 6. Juni, September bis November ist der Reisezeitraum. Ziele sind unter anderem Helsinki, Bangkok oder Paris. Preise ab 7.500 oder 30.000 Meilen, nur Abflug USA. Klar ist das eine gezielte Zulade für Off-Peak-Season. Und gerade Off-Peak heißt ja auch, dass man vielleicht auch günstige Tickets bekommt, wenn man sie bezahlt. Also muss man auch mal darauf achten und Gegenwert zeigen und gucken. Ja, die Frage des Tages natürlich, ist ein Economy Award sinnvoll? Ich persönlich würde für mich Economy Class ablehnen. Fazit ist, dass es eine solide Promo ist, die aber nichts Spektakuläres ist. Also das ist jetzt nicht so, wo man den Kopf dreht und sagt, oh mein Gott, ist das geil. Aber wer gezielte Trips hat, zum Beispiel Los Angeles, Bangkok oder nach Helsinki, für den einen oder anderen interessant. Und die Frage ist, nutzt ihr lieber Meilen für Economy Class oder lieber in der Premium Economy oder sogar Business oder First Class?
Als Fazit kann man heute zur Sendung sagen, Gott sei Dank nicht die alten Fazits, die ich schon gezogen habe. Bei der heutigen Sendung haben wir Gott sei Dank nicht die Frage, ob ihr noch in den Nahen Osten fliegen wollt oder Meilen ihren Wert haben, sondern die Sicherheit ist ein zentrales Thema und ich bin mal gespannt, was da passiert ist. Ich hoffe, dass es nur ein Pin war, der jemand vergessen hat reinzustecken oder ordentlich reinzustecken. Auch wegen der Überlastung suchen Fluggesellschaften und Flughäfen nach neuen Lösungen mit dem Terminal außerhalb vom eigentlichen Flughafen und die Segmentierung der Premium-Klassen nimmt weiter zu. Aber man muss trotzdem sagen, auch wenn ich das immer so ein bisschen vermeiden wollte, aber es ist halt so, Meilenprogramme werden monetarisiert, das geht immer weiter, das ist immer so, dass da die Schrauben gedreht werden und Award Sales wird halt teilweise nur noch genutzt, um Nachfrage zu erhöhen oder beziehungsweise die Nachfrage positiv zu steuern. Das heißt, also, wenn man leere Plätze hat, dann macht man das und tut so, als ob. Obwohl für uns vielleicht nicht der Vorteil ist, weil die billigen Plätze sind auch billig gegen Geld zu bekommen. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber natürlich auch auf School zu kommen und die Frage des Tages zu beantworten, die frisch gepressten Themen. Und wollen wir einfach sagen, würdet ihr 4.850 € für die Meilen zahlen und nutzt ihr Meilen für Economy, Premium Economy, First Class oder Business Class. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich freue mich, euch bei der nächsten frisch gepressten Sendung wiederzusehen. Hoffentlich morgen. Mal sehen. Aus Berlin. Morgen haben wir auch Berlin Stammtisch und am Samstag München. Also in dem Sinne, bis dann. Ciao.